Wir dürfen gar nicht lächeln. Wir haben schlechte Nachrichten. Ja, also wir haben wirklich lange versucht, diesen Schritt zu umgehen, aber es macht keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, den Schritt länger rauszuzögern. Wir haben die letzten Tage viel nachgedacht, viel überlegt und haben beschlossen, es ist am besten so für alle Beteiligten. Um was geht es denn eigentlich? Willst du auch mal sagen, um was es geht? Ja. Die Leute wissen ja noch gar nicht, um was es geht. Natürlich, das soll ja auch am Ende kommen. Ach so. Also ihr kriegt am Ende eine Waschmaschine, wir sagen es euch nur jetzt noch nicht. Genau. Also, ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Das letzte Jahr war ja für uns nicht ganz so einfach. Vielleicht ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Oder sollen wir erst sagen, was los ist? Ja, würde ich schon sagen. Also gut, wir gehen in Pause. Ein bisschen arg kurz. Ja. Ja, also es stimmt, wir gehen in Pause. Wir möchten für euch hochwertigen Content produzieren und wir möchten, dass wir Spaß daran haben. Und das beides kriegen wir im Moment nicht mehr hin, weil wir privat so gebunden sind und gerade so viele Sachen eine hohe Aufmerksamkeit erfordern, dass wir schon so an unsere Grenzen kommen. Und wenn wir dann vor der Kamera stehen und mit dem Kopf woanders sind, macht das einfach keinen Sinn. Außerdem kommen wir im Moment nicht wirklich aus dem Hafen raus und uns gehen auch die Themen so langsam aus und wir wollen einfach keinen Mist für euch produzieren, nur um online zu bleiben. Genau. Also um das Ganze vielleicht ein bisschen zu erklären, müssen wir in der Zeit zurückgehen. Und zwar ziemlich genau ein Jahr. Vor ziemlich genau einem Jahr waren wir in Gibraltar und da habe ich von meiner Familie eine nicht schöne Information bekommen und wir wussten noch nicht so genau, wie es ausgehen wird. Wir sind dann in Cartagena, haben wir dann für 3,5, 4 Wochen die Reise unterbrochen, sind nach Deutschland geflogen und dann hat sich auch gezeigt, dass wir die Reise, so wie wir sie geplant haben, nicht durchführen können. Es war alles schwierig für mich, es war nicht schön und es war einiges zu verarbeiten. Und es war auf jeden Fall klar, dass ich viel nach Deutschland fliegen muss, um irgendwann dann auch wirklich für einige Zeit in Deutschland zu bleiben. Und dementsprechend haben wir unsere Reise so eingestellt, dass wir nur noch die Balearen gemacht haben, weil einfach von Ibiza, von Mallorca sind die Flüge bezahlbar, man bekommt schnell einen Flug und das war auch gut so. Ich bin auch oft nach Deutschland geflogen, es war alles schwer für mich und es war auch schwer für mich und für uns, für euch schönen Content zu erstellen, fröhlich zu sein und eine tolle Reise zu haben. Ich weiß, dass ich habe auch zwischenzeitlich die Rückmeldung bekommen, dass das alles nicht mehr irgendwie so richtig ist oder dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und wir haben dann auch irgendwann beschlossen, dass ich nach Deutschland gehe und bis quasi zum Ende dann in Deutschland bleiben werde. Da waren wir auf Mallorca gewesen und Christoph hat dann das Boot alleine zum Festland gebracht, weil es klar war, dass er auch nach Deutschland kommen muss, über kurz oder lang. Und er hat das dann alles alleine gemacht und das war, also ich bin da wirklich heute noch, also ich bin da wirklich sehr stolz und sehr glücklich darüber, dass er das gemacht hat, weil es waren wirklich Momente dabei, die echt herausfordernd war für mich, wo ich in Deutschland gesessen bin, war das schon herausfordernd und für ihn auf dem Boot war das, glaube ich, nicht anders. Also hat das erste Gewitter auf dem Boot alleine erlebt, der Motor war kaputt, musste den Motor reparieren, alles vor Anker irgendwie und ja, war alles nicht leicht, aber er hat das gut gemeistert und ich konnte mich in Deutschland auf meine Familie konzentrieren und das war mir auch sehr wichtig. Und er ist dann nachgekommen
Und wir sind dann am 1. Dezember zurück nach Deutschland geflogen und wollten... genau. Wir sind dann am 1. Dezember zurück nach Barcelona geflogen und wollten wieder Kraft sammeln und haben uns darauf gefreut, neuen Content auch wieder zu erstellen und uns auf die Fortführung unserer Reise zu konzentrieren und wollten einiges machen. Und ja, und dann kam der Januar. Ja, also letztes Jahr haben wir immer gesagt, gut, wenn das Jahr 2022 vorbei ist, 2023 wird besser. Und dann kam, wie Marion schon sagte, der Januar. Und jetzt ist in meiner Familie einiges zu regeln. Meine Eltern sind beide deutlich über 80 und bei denen stehen große Veränderungen an. Will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Sind natürlich jetzt auch umgezogen, Krankheiten, das Elternhaus muss verkauft werden und ausgeräumt werden. Also es sind auch da ja, emotional ganz schwierige Sachen dabei für meine Familie, für mich und natürlich organisatorisch hängt da irre viel dran. Und ja, jetzt geht es bei mir praktisch so weiter und wir haben jetzt ganz lange versucht, das eben aufrechtzuerhalten, stellen aber fest, dass die Kraft dafür einfach nicht reicht. Also wir sind mit der Kraft ist es uns einfach nicht möglich, jetzt weiterzumachen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir jetzt erstmal pausieren, schweren Herzens. Aber wir merken das halt auch. Also ich bin jetzt ganz häufig, muss im Moment pendeln zwischen Süddeutschland und Barcelona. Gerade so 2-wöchentlich hier und 2 Wochen dort. Und wenn ich dort bin, bin ich mit dem Gedanken halb hier. Wenn ich hier bin, bin ich mit den Gedanken halb dort. Und wir kommen auch nicht so wirklich dazu, am Boot zu arbeiten. Wir kommen nicht wirklich dazu, weiterzufahren. Das Wetter ist auch häufig nicht so, dass wir mal einen Tagesschlag machen könnten. Also wir kamen auch wirklich, es war keine Gelegenheit, hier neuen Content zu produzieren. Okay. Und ganz abgesehen davon, wir wollen gerne die Reise mit Höhen und Tiefen zeigen. Wir merken aber auch, und das wollten wir auch gar nicht, dass wir privat zu tief gehen. Aber ihr merkt es, wenn es uns nicht gut geht und dann sind die Videos auch nicht schön. Und dann habt weder ihr Spaß daran und wir auch nicht so wirklich. Und deswegen ist es nur konsequent, wenn wir jetzt erstmal pausieren. Ja, tut uns sehr leid. Wir haben uns da total drauf gefreut, weiterzumachen. Aber ja. Ja, uns gehen die Ressourcen aus. Also ja. Klar, wir haben immer noch viele Themen, aber wir können nicht drehen, wenn Christoph in Deutschland ist oder wenn wir beide in Deutschland sind, dann können wir auch nichts drehen. Und das ist einfach tatsächlich unser Problem. Uns gehen die Ressourcen so ein bisschen aus und wir möchten euch jetzt, wir wollen kein Dulli machen, das sind wir nicht. Also wir wollen gute Sachen bringen oder schöne Sachen oder auch nicht schöne Sachen, natürlich. Es war jetzt nur einfach im letzten Jahr, das gesamte Jahr war einfach zu viel. Und ja. Es ist jetzt für uns wirklich wichtig, dass wir die Sachen geregelt bekommen, auf Reihe bekommen. Und wir werden, wenn wir von der Pause zurück sind, auch wieder schöne Sachen haben und euch wie gewohnt auch wieder mitnehmen. Nur jetzt, also wir haben, glaube ich, jetzt so ziemlich alles ausgelaugt, was wir auslaugen können in dem bisschen Zeit, die wir zusammen haben. Und jetzt auch nicht böse sein, aber das bisschen Zeit, was wir jetzt noch zusammen haben, da möchten wir auch gerne zusammen ein bisschen die Zeit zusammen verbringen, weil wir eh nicht so viel Zeit zusammen haben und dann nicht den ganzen Tag hinter der Kamera stehen, irgendwelche Filme schneiden und sonstiges machen. Wir werden weiterhin Instagram, Facebook machen und aktiv sein und euch da auch mitnehmen. Das wird bleiben, aber wir werden erstmal die nächsten Wochen keine Videos veröffentlichen und machen. Ja.
Vielleicht noch mal ein bisschen so zum Hintergrund. Ich meine, wenn man die Videos so anguckt, dann sieht man das vielleicht auch gar nicht, was da an Arbeit dahinter steckt. Marion hat es ja gerade so ein bisschen angeschnitten. Da ist 3-4 Tage an einem Video schneiden ist nicht unüblich. Und wenn ich nur 2 Wochen da bin und wir 2 Videos produzieren wollten, ist die Hälfte der Zeit schon mal wieder weg. Und ja, das geht im Moment einfach nicht. Da haben wir die Kraft nicht für. Und wir kommen aber wieder zurück. Und ja, ich bin über eine Sache relativ froh in diesem ganzen Zusammenhang. Für mich war es ja so ein bisschen absehbar, dass da was kommen könnte in meiner Familie. Deswegen wollte ich auch im Moment noch nicht auf die Kanaren und auch noch nicht über den Atlantik. Und das hat sich im Moment auch für richtig herausgestellt, weil ich jetzt eben einfach viel pendeln muss und da die Nähe schon gut ist. Aber das nur so zum Hintergrund noch mal ein bisschen. Also, wir kommen wieder. Wir freuen uns auch darauf. Wir würden gerne weitermachen. Aber also ich glaube, man merkt es uns an, die Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen. Wir haben wirklich die letzten Tage und Wochen viel geredet, viel diskutiert, pro, kontra, Themen durchgewälzt, Sachen überlegt, was können wir noch, wo können wir noch was. Wir wollten rausfahren, wir haben gedacht, komm, jetzt fahren wir raus, drehen ein Video. Dann hatten wir draußen vor der Marina irgendwie plötzlich 1,5 Meter, 2 Meter Welle. Und, okay, das macht auch keinen Sinn, also sind wir wieder zurück. Ja, also wir haben beide keine Kraft mehr im Moment und wir brauchen jetzt unsere Zeit und unsere Kraft, um die Dinge zu regeln und zu organisieren. Und das ist eins, was wir euch mitgeben können, ist, rechnet immer mit dem Unvorhergesehenen. Also das, was bei mir letztes Jahr war, damit hat überhaupt niemand gerechnet und das kam wirklich von heute auf morgen. Und das, was bei Christoph jetzt direkt im Anschluss kommt, es war abzusehen, dass es irgendwann kommt, das wussten wir auch, das war auch okay, aber nicht, dass es jetzt auch direkt im Anschluss an meine Geschichte kommt. Und ja, wir sind halt in dem Alter, ne? da kommt sowas. Also, ist halt so. Ja. Genau, also wir freuen uns, wenn ihr ab und zu mal bei Instagram und Facebook reinschaut, wenn ihr den Kanal abonniert lasst und uns treu bleibt, dann werdet ihr auch informiert, wenn es weitergeht. Wir möchten auch gerne weitermachen, also wir werden es jetzt nicht unnötig rausziehen, aber wir werden erst wieder starten, wenn es auch Sinn macht. Und ein paar nette Sachen haben wir noch im Kopf und ein bisschen was wird da kommen und wir wissen auch noch nicht, ja genau, wir wissen auch noch nicht, wie das Jahr weitergeht. Das ist ja auch noch so ein Ding. Also wir wissen nicht, wie lange es dauert bei Christoph, bis das Ganze geregelt ist. Es kann auch passieren, dass wir direkt von hier, Barcelona aus, in unser Winterlager fahren, weil das Boot muss dringend aus dem Wasser. Das haben wir schon letzten Winter vor uns hergeschoben und dann kam ja die familiäre Geschichte auf meiner Seite dazwischen und das Boot muss dringend aus dem Wasser. Ja. Ganz dringend. Also die To-Do-Liste ist sehr lang. Ja, also da wird einiges an, ich nenne es ja immer Bastelvideos auf euch zukommen und wer weiß, vielleicht gehen wir direkt vom Winterlager aus. Vom Sommer ins Winterlager. Vom Sommerlager ins Winterlager und schaffen noch nicht mal mehr einen Abstecher nach Menorca. Wir wollten nach Menorca. Wir wollten letztes Jahr schon nach Menorca. Ja. Wir wollten eigentlich nach Italien dieses Jahr und die Westküste runtertingeln. Also Riviera, schön, Korsika, Sardinien. Das war eigentlich so die Idee. Wir machen ja keine Pläne, aus den besagten Gründen eben auch. Und dann, wie das sich so bei mir jetzt praktisch rauskristallisiert hat, war dann das Minimalziel, wenn wir es schaffen, nach Menorca mal 3-4 Wochen, aber ich sehe es im Moment leider auch nicht. Also deswegen, es macht gar keinen Sinn, leider nicht und sowas gibt es einfach und
danke für euer Verständnis. Wir sind so bald wie möglich wieder zurück. Wir haben es lange versucht aufrecht zu erhalten. Wir werden zurückkommen. Das klingt sehr nach einer Drohung, ne? Genau, wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Wir sind nicht weg. Nicht deabonnieren, wir kommen zurück. Genau, bleibt dabei. Und danke. Tschüss. Ja? Ja.